Sagst du in Deutschland einfach zu jedem schnell Hallo? Das kann, echt schief gehen. Und Geburtstagswünsche vor dem Tag? Viele sagen, bloß nicht, das bringt Pech. Heute lernst du ganz einfach, wie du Leute richtig begrüßt, im Alltag, im Büro und auf einer kleinen Feier. Alles auf A1-Niveau. Genau, wir zeigen dir kurze Sätze, höflich oder locker, mit Sie oder Du. Plus kleine Regeln, Händedruck, Blickkontakt beim Anstoßen und was man am Anfang lieber nicht fragt. So fühlst du dich sicher, ja, in echten Situationen. Hallo zusammen, ich bin Tim. Und oh, falls du das später üben willst, alles zum Üben gibt's später übrigens bei Vocabli. Also, los geht's direkt mit den Grüßen. Erstmal die Basics, ja, guten Morgen bis so, na ja, 11. Dann guten Tag, das geht fast den ganzen Tag. Abends sagst du guten Abend, und nur zum Schlafen sagt man gute Nacht. Und Hallo geht auch, klar, aber eher locker. In formellen Momenten, also bei der Arbeit oder bei neuen Leuten, ist Guten Tag oft besser. Und dazu gibt's in Deutschland, oft einen Händedruck. Ja, und beim ersten Treffen nimm lieber Sie. Viele Lernende duzen zu früh, und das wirkt nicht so respektvoll. Später kann man immer noch sagen, wollen wir du sagen? Ich hab mal bei einem Abendessen einfach Hallo in den Raum gerufen. Die Leute waren nett, aber ein bisschen kühl. Später sagte der Gastgeber leise, hier ist es eher formell, sagen Sie doch guten Abend. Oh ja, das kenne ich. In so einem Rahmen klingt guten Abend einfach passender. Kleiner Tipp, sprich ruhig, lächle kurz, und ja, kein zu lautes Hallo. Lass uns kurz ein Mini-Rollenspiel machen, Büroszene, erste Begegnung, okay? Gerne. Guten Morgen, ich bin Julia Meier. Ich bin neu im Team. Freut mich, Sie kennenzulernen. Guten Morgen, ich heiße Tim Weber. Willkommen im Team, Frau Meier. Es freut mich auch. Wollen wir erstmal beim Sie bleiben? So, und da hörst du die wichtigen Sätze. Guten Morgen, ich bin, wie heißen Sie, freut mich. Das ist schlicht und höflich. Und ja, Namen klar und deutlich sagen. Zu dem Händedruck noch, weil das viele fragen. In Deutschland ist er meistens kurz und, relativ fest. Nicht zu lasch, aber auch nicht zu stark. So 1, zweimal drücken, fertig. Im Geschäft ist's ähnlich mit der Höflichkeit. Du sagst beim Reingehen oft guten Tag. Beim Gehen sagst du Tschüss oder schönen Tag noch. Das ist klein, aber wichtig. Und Smalltalk am Anfang, ja, lieber leicht. Wie geht's? Alles gut? Schönes Wetter heute, oder? Keine sehr privaten Sachen, also nicht gleich, wie alt sind Sie? Oder was verdienen Sie? Das ist zu direkt. Voll. Und ein kurzer Blick in die, E-Mail-Welt. Manche sagen Hallo in der ersten Nachricht, andere lieber sehr geehrte. Es gibt da Diskussionen. Für den Start bist du mit Guten Tag Frau Müller oder sehr geehrte Frau Müller auf der sicheren Seite. Bei Freunden oder Kollegen, die du gut kennst, ist Hallo Maria oder einfach Hallo Tim natürlich okay. Aber wenn du unsicher bist, nimm erstmal die formelle Variante. Du kannst ja später lockerer schreiben. Und am Ende einer E-Mail ist viele Grüße super neutral. Mit freundlichen Grüßen ist noch formeller. Beides klingt höflich und passt gut, wenn ihr euch noch nicht kennt. Kurzer Kulturschockmoment. Bitte niemals vor dem Geburtstag gratulieren. Wirklich, sag nicht vorher alles Gute. Viele denken, das bringt Unglück. Wenn du vorher was sagen willst, sag einfach, feiern Sie am Samstag? Viel Spaß! Und am Tag selbst sagst du dann, alles Gute zum Geburtstag.
Oder kurz, herzlichen Glückwunsch. Noch ein Punkt, anstoßen. In Deutschland schaut man sich dabei, kurz in die Augen. Man sagt Prost mit Freunden oder zum Wohl etwas formeller. Kein riesiger Schluck, eher ein kleiner. Ich hab einmal zum Wohl total komisch ausgesprochen, alle mussten lachen. War okay, ich hab gelächelt und nochmal ruhig gesagt. Also, keine Panik, Versuch zählt. Minirollenspiel, anstoen. Ja. Du hast Geburtstag. Okay. Danke, dass ihr da seid. Zum Wohl. Kurzer Blickkontakt und dann ein kleiner Schluck. Fertig. Super. So, kurzer Check, damit es sitzt. Kleines Quiz. Was sagst du morgens im Büro zu einer neuen Kollegin? Und was sagst du beim Anstoßen, wenn es eher formell ist? Antwort 1. Guten Morgen, ich bin. Freut mich, Sie kennenzulernen. Antwort 2. Zum Wohl und ja, Blickkontakt. Wenn's locker ist, geht auch Prost. Noch eine Minnefrage, wie fragst du nett nach du? Richtig wäre zum Beispiel, wollen wir du sagen? Oder, sollen wir uns duzen? Duzen heißt, du sagen. Genau. Oft bietet das die ältere Person an. Sie sagt dann, wir können du sagen, wenn du willst. Und dann ist's okay. Es gibt auch regionale Grüße, nur ganz kurz. In Norddeutschland hörst du manchmal Moin. Im Süden Servus oder Grüß dich. Wenn du unsicher bist, bleib bei Guten Tag, das passt fast immer. Wenn dir jemand Moin sagt, kannst du einfach Moin zurücksagen. Kein Problem. Du musst nicht die perfekte regionale Form kennen, echt nicht. Körperlich, auch wichtig, halte ein bisschen Abstand beim Reden. Keine großen Umarmungen bei neuen Leuten. Das kommt später, wenn man sich besser kennt. Und Küsse auf die Wange wie in manchen Ländern? In Deutschland eher nicht, außer sehr privat. Also bei neuen Kontakten, lieber Händedruck oder ein kleines Nicken. Noch ein Rollenspiel, Treppenhaus, neue Nachbarin, ja? Gerne. Guten Abend. Ich bin Tim Weber, ich wohne im 3. Stock. Ich bin gerade eingezogen. Guten Abend, Herr Weber. Willkommen im Haus. Ich bin Julia Müller aus dem 2. Stock. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie gern Bescheid. So ist das freundlich und einfach. Kein langes Privatgespräch, nur kurz und höflich. Später kann man mehr reden. Im Café oder an der Kasse sagst du auch gern kurz Hallo oder Guten Tag. Bitte und Danke sind super wichtig. Und beim Gehen, Tschüss oder schönen Tag noch. Wenn du unsicher bist, frage einfach, ist hier frei? Das ist höflich und klar. Oder Entschuldigung, kann ich hier sitzen? Dann lächelst du kurz, passt. Für Gruppen in einer E-Mail kannst du schreiben, Guten Tag zusammen, das ist höflich. Wenn es lockerer ist, auch Hallo zusammen. Zusammen zeigt, du meinst alle. Und hey, wenn du mal die falsche Form nimmst, ist's nicht das Ende. Sag einfach, Entschuldigung, ich meine, und dann die richtige Form. Die meisten verstehen das total. Ja, die meisten freuen sich, wenn du höflich bleibst und ruhig sprichst. Lächeln hilft immer. Und wenn jemand sagt, sagen wir doch du, super, dann wirst du gleich entspannter. Zum Abschluss nochmal die, kleinen Anker. Morgens guten Morgen, tagsüber guten Tag, abends guten Abend. Gute Nacht nur, wenn jemand schlafen geht. Und für den Abschied. Tschüss, bis später, schönen Tag noch. Und beim ersten Treffen lieber sie. Dann vielleicht später du, wenn beide wollen. Beim Anstoßen, Prost mit Freunden, zum Wohl etwas formeller, mit Blickkontakt.
Jetzt sind wir neugierig. Hast du schon mal in Deutschland zu früh geduzt? Oder hast du vielleicht zu früh zum Geburtstag gratuliert? Was ist dir dabei passiert? Und hey, wie vorhin gesagt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis bei Vocably, Link in der Beschreibung. Schau da rein, übe die Sätze laut, und dann klappt die Begrüßung echt entspannt. Bis zum nächsten Mal.